herzlich willkommen. Ich bin der Nils von Keep It Grün und heute soll es um Permakultur gehen. Wer es noch nicht kennt, Permakultur ist eine alternative Art der Landnutzung, bei der es darum geht, möglichst viele Symbiosen auszunutzen, also Wechselwirkungen von verschiedenen Pflanzen und anderen Komponenten, die einander unterstützen. Da das denkbar schwierig ist Planung besonders wichtig und genau das wollen wir heute tun. Als Beispiel nehmen wir uns diesen von der letzten Flut etwas in Mitleidenschaft genommenen Garten und verwandeln ihn in eine permakulturelle Oase. Als allererstes brauchen wir eine Karte vom Garten. Hierzu können wir ihn entweder per Hand auszeichnen oder wir nehmen Google Maps zur Hilfe. Auf dieser Karte halten wir dann alle existierenden Strukturen fest. In unserem Beispiel gibt es bereits 2 Apfelbäume, einen großen Kirschbaum, eine Weide, zahllose Büsche und Sträucher und dazu noch einen massiven Betonschuppen. Außerdem ist der vordere Teil des Gartens komplett mit Steinen und grobem Kies bedeckt. Einer der wichtigsten Faktoren für die Planung deiner Permakultur ist immer zu wissen, wann von wo welche Sonne scheint. Online findest du zahlreiche Webseiten, die dir helfen, genau das herauszufinden. Hier suchen wir uns einfach den Sonnenstand zu Winter- und Sommerwende, also zum 21. Juni und 21. Dezember raus. Und dann markieren wir uns den Sonnenauf- und Untergang auf unserer Karte. Hier erkennen wir bereits, dass die Wand im Nordosten über das ganze Jahr so gut wie keinen Schatten verursacht. Die Wand im Südosten jedoch schon. Auch der Apfelbaum im Süden und der Kirschbaum verursachen sehr lange Schatten. Und gerade die Weide blockiert wichtige Abendsonne, vor allem im Winter. Der vordere Bereich des Gartens bekommt nur im Sommer einiges an Sonne und im Winter fast gar nichts. Viele von euch werden bereits wissen, wo in eurem Garten die Sonne auf- und untergeht. Trotzdem kann es hilfreich sein, sich nochmal genau vor Augen zu führen, wo sie jetzt im Sommer und wo sie im Winter steht. Denn so ganz sicher war ich mir auch nicht mehr, wo jetzt im Hochsommer die Sonne aufgeht. Neben der Sonne bestimmen vor allem Wasser und Temperatur, was bei dir wie wachsen kann. Um das für deinen Garten herauszufinden, hilft oft ein Blick auf ein Klimadiagramm. Trockenheit ist in Mitteleuropa zurzeit noch weniger ein Problem. Jedoch kann das mit der fortschreitenden Klimakrise schnell anders werden. In unserem überschaubaren Garten können wir jedoch auf händisches Gießen zurückgreifen. Daher ist es denkbar wichtig, ausreichend Wasserspeicher zur Verfügung zu haben. Zurzeit gibt es bereits 5 Fässer mit je 800 bis 1000 Litern Kapazität. Einen am Schuppen, 2 im Zugang zum Garten und 2 im hinteren Bereich des Gartens. Das Ganze reicht jedoch schon jetzt im Sommer kaum aus und wir wollen tunlichst vermeiden, Wasser aus der Leitung zu nutzen. Daher würde ich einen großen Tank in die vordere linke Ecke des Gartens setzen, welcher das Wasser einer großen Dachfläche im Süden auffangen soll. Außerdem steht der Tank hier auf einem der schattigsten Fleckchen im Garten und macht keiner Pflanze die Sonne streitig. Die Liste ist endlos fortführbar und generell gilt, desto mehr Daten ihr einbezieht, desto besser. Besonders wenn ihr ausgefallene Pflanzen haben möchtet. Wenn ihr allerdings nur ein kleines Projekt habt und keine Schreibtischfreunde seid, dann hilft es, sich Nachbarn und Freunde zur Rate zu ziehen und zu fragen, was bei euch in der Region gut wächst und gut ankommt. Die gezeigte Planung ist nicht perfekt, denn eine perfekte Permakultur gibt es nicht. Wir setzen hier einen Fokus auf die Nahrungsmittelproduktion. Da es sich um ein Urban Gardening Projekt handelt, gibt es hier auch keine Wildzonen. Außerdem haben wir kein Gefälle. Wenn es bei euch Gefälle gibt, bietet es noch ganz andere Möglichkeiten. Ganz wichtig ist nicht nur zu schauen, was können wir in unserer Permakultur benutzen, sondern auch, was möchten wir dort verwirklichen. Daher kann man sich die Permakultur vorstellen wie so ein Werkzeugkasten. Und wir können schauen, welche Werkzeuge können und wollen wir benutzen. Und daher fangen wir genau damit jetzt an. Hier geht es vor allem um langfristige Komponenten, also nicht welches Gemüse ich dieses Jahr anpflanzen möchte. Am wichtigsten wäre nach meinem Geschmack ein eigener Food Forest oder auch Waldgarten genannt. Das Konzept ist ein bisschen kompliziert, aber wir verlinken euch ein Video dazu. Grundidee ist es, einen Wald mit verschiedenen Vegetationsschichten, also Bäumen, Sträuchern, Kräutern usw. zu entwerfen. Diese können einander dann gegenseitig unterstützen. Das ist ein wenig Arbeit, aber es lohnt sich. Dabei könnt ihr online viele Beiträge dazu finden, welche Pflanzen in sogenannten Gilden gerne zusammenleben. So können wir beispielsweise einen jungen Birnenbaum mit Buschbohnen oder Erbsen umpflanzen. Diese sind zum einen essbar und zum anderen bringen sie Stickstoff in den Boden, welcher wiederum dem Baum beim Wachsen hilft. Um Wühlmäuse vorzubeugen, können wir noch ein paar Narzissen dazu pflanzen.
Als nächstes möchte ich gerne ein Gewächshaus für empfindlichere Pflanzen und zur Anzucht. Außerdem hätte ich gerne eine Wasserfläche, wie zum Beispiel einen Teich. Das bringt nämlich neue Facetten in den Garten. So könnte ich dort Wasserpflanzen ziehen oder Fische halten. Und unter Umständen könnte es auch ein Schwimmteich werden. Eine gemütliche Sitzecke darf natürlich nicht fehlen. Irgendwo möchte ich mich ja auch mit meinen Freunden entspannen und auch mal den Grill anschmeißen. Als letztes hätte ich gerne Hühner. Und das nicht nur wegen der Eier. Sie erzeugen auch einen nährstoffreichen Dünger und haben die erstaunliche Fähigkeit, immense Mengen an Insekten und Schnecken zu fressen. Wenn du wissen möchtest, wie du mit dem Hühnerhalten anfangen kannst, schau doch einfach in unserem Ratgeber nach. Oder hör dir unsere Podcast-Folge dazu an. Beides haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt müssen wir abschätzen, wie groß die Komponenten sind und wo wir sie hin platzieren. Wenn wir alles wild setzen, bekommen wir schnell Probleme. Daher sollten wir uns in diesem Schritt wirklich Zeit nehmen. Fangen wir mit dem Food Forest an. Dieser kann recht hoch werden, deswegen platziere ich ihn im hinteren Ende des Gartens. Hier kann er keine Schatten auf den Rest des Gartens werfen. Ein Problempunkt könnte der Kirschbaum werden, da er sehr lange Schatten wirft und sehr viel Platz einnimmt. Nun gilt es abzuwägen. Kann er stehen bleiben oder muss er gehen? In diesem Fall muss er leider gehen, denn es ist hauptsächlich eine Zierkirsche und wir wollen ja vor allem Nahrungsmittel hier produzieren. Den Apfel im Norden können wir stehen lassen. Er wirft keinen großen Schatten und trägt auch noch sehr gut. Wir können ihn einfach in den Food Forest integrieren. Im Food Forest selber entscheiden wir uns für halbzwergige Obstbäume und nur wenige Nussbäume. So schaffen wir es, möglichst viele Bäume auf die doch sehr kleine Fläche zu bekommen. Die Sitzecke kann ich relativ zentral hinter dem südlichen Apfelbaum platzieren. Hier kann ich auch eigene Pflanzenkohle herstellen, die mir hilft, meinen Garten dauerhaft fruchtbarer zu machen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, gibt es auch hierzu eine Podcast-Folge und einen Ratgeberartikel in der Videobeschreibung. Für das Gewächshaus ist es wichtig, dass es ja auch im Winter nicht zu kalt wird. Daher suchen wir einen sonnendurchfluteten Ort, welchen wir an der westlichen Seite des Gartens finden. An der Wand. Neben der optimalen Sonnenbestrahlung heizt sich der Stein der Mauer in der Sonne auf und hält die Wärme bis in die Nacht. So können kalte Nächte gut überstanden werden. Hierfür wird jedoch die Weide zum Problem, da sie wichtige Abendsonne im Spätherbst blockiert. Entweder müssen wir sie sehr stark zurückschneiden oder komplett fällen. Wenn wir den Teich südlich vom Gewächshaus platzieren, wird vor allem die flache Wintersonne in das Gewächshaus reflektiert und hilft es aufzuheizen. Jetzt kommen wir zu den Hühnern. Diese würde ich nach der Ernte gerne auf die einzelnen Beete und den Food Forest loslassen. Hier können sie abgestorbene Pflanzenreste und Schädlinge fressen und den Boden düngen. Daher eignet sich ein Ort am Rande des Food Forests ideal dafür. Außerdem kann ich den Hühnerstall nun direkt an die Nordseite des Gewächshauses bauen. Damit helfen die Hühner im Winter mit ihrer Körperwärme, das Gewächshaus warm zu halten. Hier könnt ihr schon sehen, wie die einzelnen Komponenten anfangen, ineinander zu greifen. Zur kreativen Inspirierung kann es helfen, sich existierende Permakulturen anzuschauen oder durch passende Bücher zu blättern. Einer der wichtigsten, aber auch spaßigsten Schritte kommt jetzt noch. Und zwar, was kann ich noch platzieren? Zum Beispiel möchte ich auch Gemüse anbauen. Dafür lege ich ein paar Beete an. Der vordere Teil des Gartens ist komplett mit Steinen und Kies bedeckt. Hier wissen wir noch nicht genau, was wir damit machen wollen. Entweder wir tragen alles sehr aufwendig ab, oder wir stellen ein paar Hochbeete darauf. Was hältst du davon? Für Tipps und Tricks wären wir sehr dankbar. Schreib uns doch einfach etwas in die Kommentare. Wo sind weiße Flecken auf der Karte? Wo gibt es ungenutzte Flächen? Dazu hilft es, die Fühler auszustrecken. Gibt es noch etwas, an das ich vorher nicht gedacht habe? Haben wir noch Platz unter Bäumen? Gibt es Orte, die immer im Schatten liegen, wo ich vielleicht Pilze züchten könnte? Gibt es noch freiliegende Wandflächen, an denen wir Kletterpflanzen wie zum Beispiel Kiwis hochranken lassen können? Gibt es noch ungenutzte Ressourcen? Zum Beispiel haben wir noch einen großen Haufen mit Bruchstein. Mit diesen können wir direkt neben dem Teich eine Kräuterspirale aufbauen. Ein Komposter darf natürlich auch nicht fehlen. Gerade ein Wurmkomposter bietet sehr nährstoffreichen Dünger mit vielen Mikroorganismen. Was ist mit dem Hühnergehege? Wächst hier nur Gras? Wir könnten auf Kopfhöhe Wein darüber ranken lassen. Diesen können wir selbst abernten und herunterfallende Früchte werden von den Hühnern gefressen. Ganz wichtig, seid jederzeit bereit, die Planung zu ändern, wenn neue Informationen auftauchen. Dieses Video dauert zwar nur 10 Minuten, aber wir haben mehrere Tage Vorarbeit geleistet und uns mehrfach angepasst. Und am Ende habt Spaß daran. Seid nicht zu streng mit euch. Es bringt überhaupt nichts, mit negativen Emotionen daran zu gehen.
Ihr schafft das schon. Wenn ihr wissen möchtet, wie wir von der theoretischen in die praktische Planung gehen, könnt ihr hier unser zweites Video schauen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze noch einmal nachlesen möchtet, haben wir hier einen Ratgeber für euch veröffentlicht.